Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Cormac. Meine neue Gartenküche ist immer noch im Bau, aber das Herzstück, mein neuer Grill, ist gestern geliefert worden. Ihr seht hier einen Napoleon Phantom P500. Diesen Grill werde ich heute mit euch gemeinsam auspacken, aufbauen und einbrennen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Hallo ihr Lieben, heute baue ich weder an meinem Pool noch an meiner Rasenbewässerung. Heute möchte ich mit euch meinen neuen Grill aufbauen. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist der Napoleon Phantom Prestige 500 nun auch in Deutschland lieferbar. Dieser Grill wird das Zentrum meiner neuen Gartenküche bilden. Übrigens, dieser Grill wurde von mir regulär gekauft. Ich bekomme weder von Napoleon noch vom Grillfachhändler eine finanzielle Unterstützung. Wenn ihr aber meinen Kanal unterstützen möchtet, dann schaut euch einfach mal die Links unter dem Video in der Beschreibung an. Aber genug Vorspiel, schauen wir mal, was in der Box ist. Hier haben wir die Aufbauanleitung bis zum Punkt 18, alles bebildert und soweit denke ich auch verständlich. Der Opa packt gerade die Roste aus und hier ist der Korpus. Ihr seht, die Brenner sind bereits eingebaut, sind aber auch mit den Sicherungen hier entsprechend gut geschützt, dass da während des Transports nichts passieren kann. Tja, und der Rest sieht wie folgt aus. Ich habe hier die beiden Türen, inklusive der Griffe und ähnliches wird da drin sein. Dann haben wir hier die Seitenwand, Rückwand, den Boden und den Zwischenboden. Ich habe das alles mal noch in der Folie gelassen, damit mir das hier nicht zerkratzt. Dann diese beiden großen Pakete sind die seitlichen Ablagen. Das ist die normale Ablage auf der rechten Seite. Das ist die Sisselzone auf der linken Seite. Das heißt, hier ist ja nochmal ein zusätzlicher Brenner verbaut. Dann habe ich hier die Seitenteile nochmal, inklusive den Topf für die Gasflasche, den Ablagerost, Fettpfanne und hier ist dann die Kleinteile-Box. Das ist jetzt angefangen von der Schale, Fettauffangschale, die Batteriebox, ein Rezeptebuch ist auch dabei. Okay, verschiedene Sprachen. Auf Anhieb behaupte ich mal das Ganze jetzt hier auf Englisch und Französisch. Gut, der Grill kommt aus Kanada, macht auch Sinn. Abdeck, Verbindungsteile, Schrauben, jede Menge Schrauben, die werden wir brauchen und natürlich die Räder, die dazugehören.
Der Aufbau des Grills hat eine gute Stunde gedauert. Die Einzelteile sind sehr gut vorgefertigt. Alles passt wunderbar ineinander. Auch die Verpackung ist ein wahres Wunderwerk. Nicht einmal ist etwas verklebt worden. Alles war gefaltet, als ob ein großer Origami-Künstler hier am Werk war. Einige Sachen möchte ich euch aber dennoch aus der Nähe zeigen. Der Anschluss der Sizzle-Zone ist denkbar einfach gehalten. Dieser Schlauch, der bereits vorgefertigt aus dem Korpus herausgeführt wird in diese Halterung eingehangen. Mit diesem kleinen Clip wird das Ganze fixiert. Der Abstand hier ist absolut richtig. Das Gas strömt hier in die Brennkammer hinein und wird dann über den Zünder elektronisch entflammt. Dieses Kabel versorgt den Zünder mit Strom aus der Batterie. Der Stecker von dem schwarzen Kabel wird an den weißen Zündkontakt aufgesteckt. Da kann man nichts falsch machen. Im Korpus hat eine 11 Kilogramm Gasflasche problemlos Platz und ist auch während des Grillens erlaubt. Durch dieses Trennblech unter dem Brenner kommt hier unten bei der Flasche keine Hitze an. Der Gasregler wird direkt an der Seitenwand verschraubt. An diesem Kabel befindet sich die Box mit den Batterien. Diese Box ist magnetisch. Die Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Ich werde die Stromversorgung des Grill jedoch anpassen und auf 220 Volt umbauen. Dann kann ich den Strom aus der Steckdose nutzen. Dazu mache ich dann aber ein separates Video. Die Türen sind gut verarbeitet und ziemlich robust. Ich schlage jetzt einfach mal die Tür zu. Habt ihr das gehört? Da klappert nichts, da wackelt nichts. Das ist eine sehr gute Qualität. Wie bei Napoleon üblich, gibt es den Fernzünder mit der Kette zum Grill dazu. Hier vorne kann man ein Streichholz einklemmen und so den Grill anzünden, ohne zu nah an die Flammen zu kommen. Das braucht ihr zum Beispiel, wenn die Batterie leer ist und die Zündung nicht mehr automatisch erfolgen kann. Der Grill ist beleuchtet. Wenn die Drehregler geschlossen sind und kein Gas ausströmt, leuchten die Regler in einem wunderschönen Blauton. Sobald ich den Gasregler öffne, wird der Drehschalter rot beleuchtet. Die 4 Hauptbrenner werden automatisch gezündet. Dazu dreht ihr die Regler langsam auf. Der Seitenbrenner und der Heckbrenner werden über eine elektrische Zündung mit diesem Knopf gestartet. Wenn ihr nur den Heckbrenner oder nur die Sizzle-Zone nutzen wollt, ist das auch kein Problem. Dann dreht ihr eben nur den entsprechenden Gasregler auf. Den Ablagerost und die 4 einzelnen Edelstahl-Gussroste habe ich bereits eingebrannt. Bei 2 Grad Außentemperatur hat es ungefähr 20 Minuten gedauert, um eine Temperatur von 400 Grad Celsius zu erreichen. Mit dem Zuschalten des Heckburner war eine Temperatur von 430 Grad möglich. Dieser Grill hat wirklich eine enorme Leistung, das macht richtig Spaß. Die Sizzle-Zone wird mit einer Abdeckklappe geschützt. Der Grillrost ist höhenverstellbar. Mit einem Abstand von ca. 1 cm könnt ihr euer Fleisch bei 800 Grad scharf anbraten. Im unteren Bereich kann man hier Töpfe und Pfannen zum Kochen und Garen benutzen. Ich hatte anfangs das Problem, dass ich die Sizzle-Zone nicht starten konnte, weil der Abstand zwischen den beiden Elektroden nicht gepasst hat. Es gab keinen Zündfunken und es gab kein Zündgeräusch. Ich habe die beiden Elektroden näher zusammengebogen. Jetzt hört man es, wenn ich den Zündknopf drücke und hier der Zündfunken erzeugt wird, damit das Gas entzündet. An der Farbe des Schutzgitters könnt ihr erkennen, dass ich den Seitenbrenner bereits eingebrannt habe. Mit über 800 Grad Celsius wird der Brenner extrem heiß. Ich habe den Grillrost wieder eingesetzt. Bevor ihr die Schutzklappe schließt, sollte der Brenner abgekühlt sein. Ansonsten verbrennt der Aufkleber. In der Edelstahl-Variante verfärbt sich dieser Bereich auf dem Deckel auch gern ins Dunkle.
Ob es bei diesem Modell auch Verfärbungen gibt, wird sich zeigen. Die Wassertropfen vom Regen sind auf der Oberfläche gut zu sehen, aber sie verschwinden auch wieder komplett. Wie gut sich dieser Grill pflegen lässt, wird sich zeigen. Ich denke aber, dass es leichter sein wird als bei der Edelstahl-Variante. Ich mache später ein Video mit einem Langzeittest für euch. Ich hoffe, ihr konntet aus meinem Video die eine oder andere Idee mitnehmen. Ihr habt gesehen, wie schnell und einfach dieser Grill aufzubauen ist. Zwar habe ich darauf noch nicht gegrillt, das mache ich morgen. Ich bin aber bereits heute davon überzeugt, dass das ein toller Grill ist. Wie seht ihr das? Was haltet ihr von diesem Grill? Schreibt mir unter dem Video in die Kommentare und gebt mir ein Feedback. Werft einen Blick in die Videobeschreibung und gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, um keines meiner neuen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.